schwieriger geworden. Die Obdachlosenzahlen haben sich fast verdoppelt. Dafür das, dafür das, dafür das. Bist du auf der Straße dann zufrieden? Ob sie die Hilfe bekommen, die sie wollen? Es ist schon ganz schön viel mehr geworden. Ja. Und wir mussten doch wieder feststellen, dass die Peripherie nicht das Thema ist, sondern die City und der Kiez ist. Der Fünfte hat ein Messer gezogen, hat mir jetzt den Bauch reingerammt. Nee, Oma, der raucht. Wenn er raucht, hat er auch Geld. Der braucht unseren Euro nicht. Es geht los. Moin, in meinem Video über den Traumarsch auf der Reeperbahn für Inga, die nach über 30 Jahren auf der Straße verstorben ist, habe ich auch ein bewegendes Interview mit Heinz Wilkens von dem Deutschen Roten Kreuz über die Obdachlosigkeit in Hamburg geteilt. Eine reiche Stadt wie Hamburg darf sowas nicht zulassen, aber wir haben kein Projekt dafür, wie man Wohnraum für Obdachlose schafft über Housing First oder andere Projekte. Die Reaktionen darauf fielen sehr unterschiedlich aus. Während manche mit Mitgefühl und Anteilnahme reagierten, zeigten sich andere eher kritisch oder sogar abweisend. Sie hat so gelebt und ist auch so geendet, wie sie es wollte. Viele wollen aber auch keine Hilfe. Manche Menschen wollen dieses Schicksal. Sie hat sich für dieses Leben entschieden. Leider lassen sich viele nicht helfen und leben lieber auf der Straße. Ich glaube, dass Menschen auf der Straße es nicht anders können. Also es stellt sich die Frage, wollen obdachlose Menschen überhaupt Hilfe vom Staat, um von der Straße wegzukommen? Diese Frage hat mich nicht losgelassen. Warum nicht einmal das Rote Kreuz auf eine Tour begleiten und diese Frage den Menschen auf der Straße stellen? Also kommt mit, es wird ganz spannend. Darf ich fragen, woher Sie kommen? I'm from Sweden. Sweden? Yes. English is better? English better, yeah. Better, okay. Can I ask what brought you to Hamburg? Find jobs. Okay. Yeah. Are you living on the streets? I hope you don't mind me No, asking. no problem. I'm looking for apartment, walking from town, cities to cities. So you're looking for work? Yeah, same time, place to... Have you received any help from the city? I can receive some money from some friends, yeah. Okay. No, I meant from the city of Hamburg, for example. Not immediately. Okay. Yeah. Have you tried? I have tried, yeah, but I'm not in urgency. Ob sie die Hilfe bekommen, die sie wollen, die sie brauchen? Ja, so wie hier zum Beispiel, Ja, aber ich meine nicht nur von dem Roten Kreuz, sondern von der Stadt. Nee, von der Stadt will ich nicht haben, nee. Sie wollen nicht? Nee. Brauchen Sie oder wollen Sie nicht? Nee, möchte ich nicht. Okay. Ich bin hier auf den Leute auf die Tasche legen, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Warum haben Sie keine Lust? Brauchen Sie die Hilfe nicht? Da wird nachher zu viel gesagt von in deinem Rücken, das mag ich nicht. Okay. Ach so. Ja, Also Sie wollen auch, lieber einfach anonym bleiben? Jawohl. Ah, ja. Jawohl. Okay. Ist viel besser. Verstehe. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Und letzte Frage, wie soll es weitergehen? Einfach so, wie es ist? Jo. Okay. Und wie viele Jahre ist das schon so? Ach, das kann ich nicht so genau sagen jetzt. Während der Tour sprach ich mit den freiwilligen Helferinnen und Helfern über ihre Beweggründe. Monika, Ja. wie machen Sie das? Fast 80 Jahre alt? Fast 80, nächstes Oder Jahr fast 70? Nee, nächstes Jahr 80, ja. Mhm. Und woher kommt die Motivation? Also, Um den Menschen zu helfen. Was soll ich im Sessel sitzen? Hier draußen ist viel schöner. Und dennoch helfen können, ist fantastisch. ja, klar. Wie viele Jahre machen Sie das schon? 15 Jahre. 15. Ja. Und wie hat sich die Lage verändert? Sehr, sehr. Also vor 15 Jahren waren ungefähr 30, 40 am Bus. Jetzt haben wir 150, 160, 170. Es ist schon ganz schön viel mehr geworden. Ja. Woher nimmst du dann deine Kraft, deine Motivation nach so vielen Jahren? Genau, auch das ist ja
stiftet ja Kraft. Die Situation ist seit den 5 Jahren, wo ich das mache, deutlich schwieriger geworden. Die Obdachlosenzahlen haben sich fast verdoppelt. Wir haben 32.000 Wohnungslose. Wir haben ganz viele arme Menschen. Also die Altersarmut ist ein weiteres Problem von Leuten, die auch zu uns an den Bus kommen. Es gibt so ein schönes Wort von Elie Wiesel, das ist so ein israelischer Nobelpreisträger. Der hat mal gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Und nicht gleichgültig sein, das treibt mich an. Also hingucken, sich um diese Menschen bemühen und zugleich auch politisch arbeiten, mit anderen zusammen bei den sozialen Initiativen City, um die Situation zu verbessern und auch auf die Politik Druck zu machen. Aber erstmal die Basic Needs den Leuten zu erfüllen. Das ist die Aufgabe und ich finde, jeder sollte sich irgendwie engagieren. Das muss nicht Obdachlosenarbeit sein, aber ehrenamtlich. Was für die Gesellschaft tun. Frag nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern frag mal, was du für den Staat tun kannst. So, ja, ich habe gerade mit 2 Männern aus Litauen gesprochen und ja, es ist eine ähnliche Geschichte. Ein Bruder wohnt seit 12 Jahren auf der Straße, der andere 1 Jahr oder so. Aber sie wollen keine Hilfe, sie suchen keine Hilfe. Ich kann nicht sagen, ob die zufrieden sind auf der Straße, aber die sind auf jeden Fall nicht aktiv auf der Suche nach Hilfe. Also das gibt uns wieder ein anderes Bild, als man vielleicht gedacht hätte. Ja, das Essen vom Roten Kreuz ist immer ganz gut, Ja. und ist auch ganz angenehm. Ja. Aber darauf angewiesen ist man nicht. Mhm. Sie meinen, man ist gut versorgt. Ja, in Hamburg ja. Aber wie ich gerade ausgeschildert habe, viele Obdachlosen, sie sind gut versorgt, aber sie wollen nicht unbedingt Hilfe vom Staat, von der Stadt, um von der Straße zu kommen. Die machen das selbst, wenn überhaupt. Ja, weil es einfach besser ist, ne? Als vom Staat was zu kriegen. Ja. Und da am langen Leine zu laufen, ne? Ist das, weil sie zu stolz sind oder weil das einfach zu aufwendig ist? Zu aufwendig, zu nervig. Ja. Zum Beispiel ja, mit dem Internet und mit der Anmeldung. Ja, genau, Papierkram. das ist es. Ja, okay. Ich habe jetzt nach 7 Jahren ja auch mal Bürgergeld beantragt. Ja. Und ich habe jetzt schon die Schnauze voll. Und woran hat das gescheitert? Das wird daran scheitern, an der ganzen Bürokratie. Ja. Was Konkretes oder einfach zu aufwendig? Nee, ich muss überall hinlaufen und bitte machen. Ja. Da habe ich keinen Bock drauf. Dann bleibe ich lieber obdachlos, habe mal eine Grundsicherung vielleicht und das war's dann auch. Ne? Ja. Ansonsten scheiße ich da drauf. Ich habe dann noch keine Wohnung, keine großen Probleme. Ja, der Rest kommt von der Straße. Ne? Ja. Also ich kriege jetzt zu essen regelmäßig. Ja. Döner, egal was ich will. Ihr bringt auch mal was. Ist mit, schade jetzt nur noch Samstag. Früher war ja noch Mittwoch. Ist aber auch klar, wenn eine Tour 200 € kostet, dass das nicht geht. Ne? Ja. 400, denn bei der ganzen Anzahl von Leuten ist das irgendwie kaum zu bewerkstelligen. Ne? Ja. Also du bist du auf der Straße dann zufrieden? Ja, soweit ja. Ja, kommst gut zurecht. Ja, wenn ich was ändern will, muss ich was ändern. Ja. Und wie lange wohnst du schon auf der Straße? 7 Jahre jetzt. 7 Jahre. Auf dem Kiez? Ja. Okay. Kiez ist der beste Ort, oder? Für mich ja. Ich sitze seit 20 Jahren hier an derselben Stelle. Ja, wirklich? Ja. Okay, ich bin auch zu Hause auf dem Kiez. Okay, ja, vielen Dank, Peter. Was mir natürlich fehlt, ist Schlafsack. Ne? Ah ja. Habt ihr sowas da? Ja, ich wollte gerade sagen, soll ich fragen? Ja, frag mal. Ja, ich frage mal. Okay.
suchst du? Die Frage ist, ob du Hilfe vom Staat suchst. Nein, Hilfe von Staat möchte ich, ganz ehrlich gesagt, möchte ich nicht haben, weil man kann arbeiten gehen, man kann alles machen. Und wenn mir eine Person was freiwillig gibt, ist eine Sache. Ansonsten, wenn mit Hartz IV oder sowas, bist du verpflichtet, die Leute sind dann verpflichtet, dir das Geld zu geben und sowas. Ja. Nein, ich möchte ich nicht. Das ist ganz einfach. Man kann singen, man kann lächeln, man kann Hallo sagen. Ist das so viel Aufwand oder? Ist nicht viel Aufwand. Eigentlich selbst als Obdachloser hier in Deutschland, du kannst dir eine Postadresse machen, es gibt viele Einrichtungen. Und kannst du selbst als Obdachloser kannst du hier Hartz IV beziehen. Ja. Du bist sogar noch nicht mal verpflichtet, irgendwie dann arbeiten zu gehen, weil du nicht vermittelbar bist, weil du auf der Straße lebst. Ja. Kann man machen. Das machen auch viele, aber ich mach's nicht. Okay. Und Wohnraum? Hast du das mal versucht? Wohnraum. Mein Problem bei Wohnraum, weil ich seit 97 auf der Straße bin, mein Problem ist, ich kann in einem Haus nicht mehr schlafen. Wenn ich in einem Bett bin, ich drehe mich 1000-mal hin und her, das geht gar nicht. Ich komme nicht zum Schlafen. Wenn meine Ex-Verlobten, die mich überall besucht hat auf der Welt, mir nachgereist ist, jedes Mal, wenn sie hat gesagt, sie kann mit mir nicht schlafen, weil ich unruhig bin. Sobald sie eingeschlafen ist, bin ich rausgegangen und habe draußen geschlafen mit meinem Hund. Bist du dann zufrieden auf der Straße? Ja. Ich bin ja eigentlich zufrieden, weil die Straße ist eigentlich was ganz Schönes. Man lernt die Leute kennen. Die Leute sind nicht so und so. Okay, heutzutage die Straße in Hamburg, es ist auch viele Drogenopfer oder sonst was, die mit dem Kopf nicht klarkommen. Es ist einfach, jede Person hat seine eigene Geschichte, warum er auf der Straße gekommen ist. Ja, das ist richtig. Und darauf muss man immer erstmal arbeiten. Man muss erstmal gucken, warum ist diese Person auf der Straße? Was hat das gemacht, dass diese Person draußen ist? Und das ist eigentlich sehr schwer, aber die meisten Leute wollen das gar nicht sehen und fragen auch nicht nach. Ja, letzte Frage. Ist das nicht auf der Straße gefährlich? Es ist sogar sehr gefährlich. Hast mal Messerstiche und so welche Sachen. Ja. Also da waren beim Schlafen? 5 Schwarze, die mich abziehen wollten. Das war in Sizilien. Und ja, 4 Stück habe ich runtergeprügelt. Der 5. hat ein Messer gezogen, hat mir jetzt den Bauch eingerammt. Was habe ich gemacht? Ich habe das Messer rausgezogen, habe ihn 6 Monate im Krankenhaus geprügelt. War mindestens 6 Monate drin. Und nachher einfach nur Aquoxidante, also zum Saubermachen. Einmal rüber und super Attack, Sekundenkleber und gut. Die Straße ist eigentlich immer gefährlich. Ja. Die Leute heutzutage, die zünden an und sowas, zünden die Schlafsäcke ein, wenn eine Person da drin schläft, gibt es viele davon. Davon habe ich auch gehört. Rassistisch. Nee, das war früher auch schon. Ich habe einen Kollegen aus dem Schlafsack rausgezogen, sonst wäre er verbrannt. Und das ist schon lange her. Es ist einfach nur, sobald die Leute viel Alkohol trinken, hören die auf zu überlegen. Viele obdachlose Menschen wenden sich aus verschiedenen Gründen nicht an den Staat. Ich habe Heinz Wildens gefragt, warum das so ist. Also ich glaube, sie haben ihre Erfahrungen gemacht und viele haben wahrscheinlich auch negative Erfahrungen gemacht. Ich meine, man darf nicht unterschätzen, für einen Obdachlosen, der ja auch Anspruch hätte, zum Beispiel als deutscher Obdachloser Bürgergeld zu beantragen. Stell dir mal die Situation auf der Straße vor. Du hast mit Papier zu tun, du hast mit Bürokratie zu tun, du hast keinen PC, du musst irgendwo hin zu Ämtern, das überfordert die maßlos. Der Obdachlose ist von heute auf morgen mit dem Überleben beschäftigt. Das ist so das Erste, dass er was zu essen hat, dass seine Platte stimmt, dass er in Ruhe gelassen wird, dass er keine Aggression erfährt. Und dann soll er auch noch sich um die ganzen behördlichen Geschichten kümmern. Und dann erlebt er auch Sachen wie Gewalt. Er erlebt, dass er vertrieben wird von der Platte, zum Beispiel aus der Innenstadt. Und hat auch einen großen Skeptik gegenüber der Behörden. Und der Einzige, der den Obdachlosen eigentlich auffangen kann, das sind die Hilfsorganisationen, die ihn ernst nehmen, die ihn respektieren, die auf Augenhöhe mit ihm sind, oder die Sozialarbeiter. Und Straßensozialarbeit ist für mich das A und O und der Schlüssel zur Reintegration dieser Menschen, langsam mit denen zu arbeiten, dass sie Vertrauen fassen und zu überlegen, ob man ihnen nicht vielleicht irgendwie ein Dach über dem Kopf zur Verfügung stellen kann, um sie dann sozusagen in einen besseren gesundheitlichen Zustand, in einen besseren psychischen Zustand zu bringen, um auch resozialisierbar zu sein. Aber es ist ein unglaublich langer Weg und jeder weiß, dass
wer länger als 2 Jahre auf der Platte war, hat es sehr schwer, den Weg zurückzufinden in die Gesellschaft. Es ist auch wie jeder, der 2 Jahre und länger arbeitslos war, findet es auch sehr schwer, wieder in die Gesellschaft zurück. Also es ist ein schwieriger und steiniger Prozess. Aber er kann gelingen und wir haben genug Beispiele, wo es gelungen ist. Vor ein paar Tagen wurden neue Maßnahmen angekündigt. Kannst du da durchblicken? Also das Erste, was ich weiß, ist sozusagen, dass die Straßensozialarbeit und überhaupt die Sozialarbeit vernetzt werden soll mit Ordnungspolitik. Ich finde das sehr problematisch, weil, was ich vorhin sagte, die Ordnungspolitik hat dazu geführt, dass zum Beispiel Obdachlose aus der City vertrieben wurden. Also die haben hohe Skepsis gegenüber der Ordnungspolitik. Und ich finde Straßensozialarbeit, weil es eben so ein Prozess ist, der Zeit braucht, der Vertrauen braucht, der langjährige Beziehungsarbeit braucht, die kann ich nicht schnell verzahnen mit Ordnungspolitik und das irgendwie möglichst in einer Legislaturperiode lösen. Insofern bin ich sehr skeptisch, aber ich habe das ganze Papier auch noch nicht gelesen. Aber das, was ich in der Pressemitteilung gelesen habe, hat mich schon mal sehr skeptisch werden lassen. Das hört sich nach Druck an. Ja, genau. Ja. Es soll Druck aufgebaut werden. Und Druck und Obdachlosigkeit, das funktioniert nicht. Eine Anfrage bei der Sozialbehörde auf ein Interview, um die neuen Maßnahmen besser zu verstehen, wurde leider abgelehnt. Wie lange bist du denn auf der Straße? Fast 15 Jahre. 15 Jahre. Oha. Auf dem Kiez? Ja, Kiez oder Hauptbahnhof. Ah ja. Darf ich fragen, wie du auf der Straße gelandet bist? Musst du nicht sagen. Ja doch, weil seitdem mein Vater verstorben ist, geht Bach runter. Ah ja, okay. Ja, das ist natürlich heftig. Mein Beileid. Darf ich fragen, willst du dann weg von der Straße? Willst du weg von der Straße? Ja, bitte. Ja. Ich möchte einfach kurz fragen, ob du Hilfe vom Staat suchst. Hilfe von der Stadt. Ja, suche ich. Bürgergeld oder? Ja, Bürgergeld, ja. Das hast du irgendwie beantragt? Ja, wir haben einen Antrag. Ja. Aber so und auch, dafür das, dafür das, dafür das. Ja, sie wollen viele Sachen. Wahrscheinlich hast kein Internet, kein Computer, also alles diese Sachen. Ich habe nicht mal ein Handy. Ja. Selbst für viele Bürgerinnen und Bürger ist Wohnraum kaum zu finden. Welche Chance hat da jemand wie Benny, der auf der Straße lebt? Ja, es ist schwierig. Es gibt ein paar, wie soll ich das sagen, kirchliche, soziale Initiativen, die Wohnraum schaffen. Das sind aber wenige Wohnungen. Hinz und Kunst hat einige Wohnungen für die Hinz und Künstler in seinem Haus in St. Georg. Und es gibt das Programm Housing First. Dort sind bisher 30 Wohnungen geschaffen worden für Obdachlose und es wird ausgeweitet. Aber wir wissen, wir haben 4.000 Obdachlose und wir haben 32.000 Wohnungslose. Und damit ist Hamburg Hauptstadt der Wohnungslosen. Und ja, was könnte man machen? Eigentlich nur das, was in Amerika, in Finnland gang und gäbe war, nämlich Housing First. Bedingungslosen Wohnraum schaffen, ein Dach über dem Kopf. Nicht sagen, du musst erst aus deiner Drogensucht, deiner Alkoholsucht raus sein, du musst erst clean sein etc., sondern bedingungslos. Das heißt, Wohnung heißt, Gesundheit verbessert sich, hygienische Situation verbessert sich und Resozialisierbarkeit. Aber da sind wir sehr, sehr, sehr weit weg in Hamburg, weil Wohnraum einfach nicht da ist. Es müsste gebaut werden. Und weil die Umwidmung von Büroraum, leerstehendem Büroraum in Wohnraum an vielen bürokratischen Hindernissen scheitert. Also schwierige Situation für den Normalbürger, für Obdachlose fast nicht möglich. Ja, es gibt scheinbar andere Prioritäten. Ja, es gibt andere Prioritäten und das ist natürlich ein bisschen bitter, wenn man sieht, wie viel Geld in der Stadt ist für andere Projekte, zweite Oper, Olympiabewerbung etc., Umgestaltung Jungfernstieg. Aber egal, so ist es nun mal. Aber bauen, bauen, bauen. Nur das ist die Lösung. Im letzten Teil des Videos blicken wir auf die Tour zurück. Eine Reflexion, die wichtig ist, um zu begreifen, wo wir beim Thema Obdachlosigkeit wirklich stehen.
Es kommt noch mehr. Die Tour ist zu Ende, das waren ungefähr 5 Stunden. Wie fandest du, wie die Tour gelaufen ist? Also ich fand es gut, weil wir heute die Unterstützung hatten von 2 Schülerinnen vom Gymnasium Buckhorn. Ich finde es immer gut, junge Leute an dieses Thema heranzuführen. Ich fand, sie fingen langsam an, weil wir haben mal versucht, eine Alternativroute zu fahren, über den Stadtpark, über Hohe Luftchaussee und so weiter. Und wir mussten doch wieder feststellen, dass die Peripherie nicht das Thema ist, sondern dass es nach wie vor die City und der Kiez ist, wo man die Obdachlosen vor allen Dingen trifft. Wir haben es heute nicht nach Altona geschafft. Insofern war die Tour besonders, weil uns leider das heiße Wasser ausgegangen war. Und nachdem wir einmal bei Kentucky Fried Chicken und bei Lucullus Grill schon gebettelt haben, wollten wir eigentlich nicht immer weiter betteln. Nein, die Tour war besonders auch, weil wir, also auch so Erlebnisse, dass dann plötzlich ein Junggesellenabschied irgendwie kommt und sagt, hier, wir haben 80 € für euch gesammelt, wir finden das gut, was ihr macht. Oder? Klar, ich hätte irgendwie gedacht, dass die dann noch hilfesuchender sind, als sie waren. Ich fand es aber echt erstaunlich, dass am Anfang wir wirklich so welche aufsuchen mussten und die nicht so direkt ins Auge gefallen sind. Ja, und mich hat es auch ein bisschen geschockt, dass die gar nicht so Hilfe wollen oder einfach damit klarkommen, dass sie auf der Straße leben und gar nichts ändern wollen. Also Obdachlose sind häufig von psychischen Problemen betroffen, aber das liegt an ihrer Situation. Ich möchte nicht darüber nachdenken, wie es mir gehen würde, wenn ich Monate, Jahre auf der Straße wäre, um da ums Überleben zu kämpfen, ob ich da so psychisch stabil bleiben würde. Vor allen Dingen, wenn Leute sagen, ja, jetzt raucht er auch noch oder jetzt trinkt er auch noch. Ich weiß nicht, ob ich das auch tun würde, wenn ich abends die Problematik hätte, wie komme ich heute in Schlaf. Also ich gehe mit meiner Enkeltochter 14 Jahre durch die Stadt und sage zu ihr, hier ist 1 €, gebe dem Obdachlosen bitte mal 1 €. Daraufhin sagt sie zu mir, nee Oma, der raucht. Wenn er raucht, hat er auch Geld. Der braucht unseren Euro nicht. Da habe ich gesagt, jetzt will ich dir mal was erzählen. Du konntest heute Morgen Klamotten aussuchen, was du auch immer wolltest. Du konntest in den Gummibärladen und dir Gummibären aussuchen. Du kannst dir aussuchen, wo wir Mittagessen gehen und du möchtest hinterher noch ins Kino. Und abends darfst du mit zu mir. Du darfst bei mir schlafen. Wir können uns aussuchen. Machen wir uns Obst, machen wir uns Brot, machen wir uns was zu naschen, klönen wir, gucken wir Fernsehen. Wir haben ein warmes Bett. Alles das, was du an einem Tag hattest, hat dieser Mann nicht. Er hat nur seine Zigarette und die hat er nur, weil du ihm 1 € bringst. Was können wir aus diesem Beitrag mitnehmen? Traumatische Ereignisse führen oft zu einer dramatischen Verschlechterung der Lebensumstände einer Person. Seitdem mein Vater verstorben ist, geht Berg runter. Zwischen Sucht und Obdachlosigkeit verläuft eine gefährliche Grenze in beide Richtungen. Einmal auf der Straße, ohne die notwendigen finanziellen Mittel, ist der knappe Wohnraum unerschwinglich. Deshalb ist es fast unmöglich, von der Straße wegzukommen. Entgegen der landläufigen Meinungen suchen die meisten keine Hilfe vom Staat. Sie sind zu stolz. Nee, wirklich nicht. Es ist zu kompliziert. Zu aufwendig, zu nervig. Ja. Und es gibt wenig Hoffnung auf ein positives Ergebnis. Für das, dafür das, dafür das. So lernt man oft, damit umzugehen, gewöhnt sich an das Leben auf der Straße und akzeptiert es als sein Schicksal. Also die haben schon Strategien und Maßnahmen. Glücklicherweise scheinen die Hilfsorganisationen in Hamburg gut für sie zu sorgen. Sie meinen, man ist gut versorgt? Ja, in Hamburg ja. Bevor wir fragen, ob Obdachlose Hilfe wollen, sollten wir uns fragen, ob wir als Gesellschaft gemeinsam mit unserem politischen System bereit sind, uns zu verändern und echte Hilfe zu ermöglichen. Wenn das Video euch geholfen hat, interessant war, dann bitte einfach ein Like, abonnieren, einen Kommentar hinterlassen. Ich würde mich total freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video.